Die Mitglieder des Magischen Zirkel auf einer ihrer Zusammenkünfte beim Austausch neuer Tricks. Nimm die Zigarette, leg sie nur in diese Hand. Fabelhaft. Großartig. Ein Ball. Ein Ball? Nein. Zwei Bälle. Wie? Zwei Bälle. Zwei Bälle. Greif in die Luft. Drei Bälle. Ah, das prima. Ganz fabelhaft. Sehr gut. Herr Pantel, Sie wollten uns doch etwas zeigen. Ja, gerne. Wenn einer eine Taschenuhr da hat von den Herren, ich Hier, hier, bitte ja, schön. fabelhaft. Schauen Sie her. Hier lege ich die Uhr rein, nicht wahr? Und umspann sie ganz fest, nicht wahr? Jetzt zeige ich nur mit dem Zeigefinger der rechten Hand darauf. Bums, ist die Taschenuhr hier. Fabelhaft, Was? fabelhaft. Großartig, Machen Sie es nicht? doch nochmal. Ja, nochmal? Na ja, bitte, gerne, nicht wahr? Aber Sie müssen genau aufpassen. Denn mit der alten Zwiebel, nicht wahr? Ja, Können wir aber alles Herr mögliche Pantel, machen. meine Uhr, gestatten Sie mal. Also wie viel Geld ist das, Herr Reiners? 80 Pfennig. 80 Pfennig, ja? Dankeschön. Darf ich bitten, mal die Hand mir hier so herzuhalten, ja? Aber andersrum. Ach so. So, 80 Pfennig, ja? Ja. Und 20 Mark, aber leere Tüte. Kommt hier darauf, wie viel Geld ist auf Ihrer Hand? 80 Pfennig. 20 Mark und 80 Pfennig, stimmt? Ja, ja. Wetten Sie mit mir? Ja. Ist noch da, ja? Ja. Ja. 1, 2, 3, Sim, Salabim. Sie haben die Wette verloren. Das ist ein Kragennopf, bitteschön. Und hier sind die 80 Pfennig. Verloren. In den Lazaretten sind die Zauberer gern gesehene Gäste. Mit ihrer Kunst bringen sie den Verwundeten immer wieder anregende Stunden der Freude und des Vergessens. Dieser Verwundete, der Unteroffizier Otto Rodewald, vernichtete im Osten in einer Dreiviertelstunde 5 sowjetische Kampfwagen mit dem Panzerschreck. Das Ritterkreuz war der Lohn dafür. Bei dem Versuch, einen 6. Panzer abzuschießen, wurde Rodewald selbst durch ein Explosionsgeschoss verwundet. Unteroffizier Rodewald gibt auch in der Heimat ein Vorbild von Pflichterfüllung. Noch während seiner Lazarettbehandlung meldet sich der frühere Konstrukteur freiwillig zur Arbeit in einem Rüstungswerk am gleichen Ort. Den Infanteristen verbindet eine enge Kameradschaft mit den Angehörigen des Werkes. Laut Führerbefehl hat der Reichsarbeitsdienst einen Teil der militärischen Ausbildung übernommen. Als Ausbilder stehen dem RAD seine an allen Fronten bewährten Führer zur Verfügung. Arbeitsmänner werden im Gelände ausgebildet. Feuer mit Kleinkalibergewehren auf ein Zieldorf. Bewegliche Ziele. Die Tarnung und auch ihr Erkennen beim Gegner ist einer der wichtigsten Ausbildungszweige. Der feindliche Schütze wird aus der Stellung erkannt und über den Daumen angesprochen. Die Übung ist beendet. Die Arbeitsmänner sammeln sich zur Schlussbesprechung um Ritterkreuzträger Feldmeister Garz. Eine Stoßgruppe der aus Griechenland zurückgehenden deutschen Armee. Die Straße Skopje-Nisch wird von Banden gesäubert. Artillerie und Sturmgeschütze nehmen Bandenstützpunkte unter Feuer. Albanische Nationalisten begrüßen die Deutschen und nehmen vom Kommandeur der Kampfgruppe Aufgaben entgegen. Sturmgeschütze rollen weiter. Ihr Ziel ist Durchbruch und Vereinigung.
eine im Wehrmachtbericht genannte Flakbatterie des Reichsarbeitsdienstes, die sich im Erdkampf besonders bewährt hat. Ihre vorgeschobene Beobachtungsstelle an der Donau. Die Batterie schießt hochgezogene Sprengpunkte über den sowjetischen Linien. Einschläge in feindlichen Stützpunkten jenseits des Stromes. Vom Kampf im Osten. In einem deutschen Ostseehafen wird Nachschub für die Kurlandfront verladen. Deutscher Geleitzug beim Sammeln. Torpedoboote, Zerstörer und Räumboote schützen den Verband. Deutsche Seestreitkräfte bringen unseren Landtruppen erhebliche Entlastung. Sowjetische Küstenstützpunkte und Nachschubstraßen in Küstennähe unter dem Feuer unserer Schiffsgeschütze. Immer neue Salven überschütten den Feind mit einem Feuerhagel. Die Einheiten auf dem Marsch zu neuen Aufgaben. Vom heldenhaften Kampf der deutschen Atlantikstützpunkte. Gefecht zwischen deutscher Flak und angreifenden angloamerikanischen Fliegern. Eine auslaufende Flottille ist das Angriffsobjekt. Die Flak schießt aus allen Rohren und nimmt den angreifenden Gegnern immer wieder die Möglichkeit des gezielten Bombenwurfs. Explosion in der Luft. Aus der schwarzen Wolke stürzt ein feindlicher Jagdbomber in die Tiefe. Das Flugzeug ist in die Stadt gefallen. Eine an anderer Stelle abgeschossene amerikanische Lightning-Maschine. Über die Westfront wälzt sich seit Wochen die Feuer- und Stahlwalze der feindlichen Großoffensive. Doch der erwartete Blitzkrieg wurde zu einem heißen Ringen um jeden Meter deutschen Bodens. Diese Männer zwangen Churchill zu dem Ausspruch, dass in den nächsten 6 Monaten noch härtere Opfer ertragen werden müssten. Deutsche Artillerie hat sich trotz schwerer Bomben- und Tieffliegerangriffe hervorragend bewährt. Immer wieder sind es die kraftvollen Gegenstöße unserer Volksgrenadiere, die Engländer und Amerikaner schwerste Verluste kosten. Unsere Werfereinheiten sind eine gefürchtete Waffe. Grenadiere bei der Abwehr eines feindlichen Panzervorstoßes. In den
Vogesen haben sich unsere ebenso wie die feindlichen Truppen auf den Winterkrieg umstellen müssen. Immer wieder erweist sich der Deutsche als ein Einzelkämpfer von unvergleichlichem Heldentum. Dieser Batteriechef lässt sich trotz einer Beinverletzung nicht daran hindern, den Einsatz seiner Sturmartillerie selbst zu leiten. Er ist im Laufe der letzten Monate 17 Mal verwundet worden und immer wieder nach kurzer ärztlicher Behandlung zurückkehrt, um seine Gruppe selbst zu führen. Seine Batterie nimmt feindliche Bereitstellungen unter Feuer. Nach einem Panzerkampf in den Bergen der Vogesen. Die Landschaft ist in Weiß gehüllt. Der Winter stellt unsere Gegner vor neue, harte Tatsachen. Sie wissen heute, dass der deutsche Soldat im Kampf um die Zeit und damit um den Sieg die erste Runde gewonnen hat.